Hallo Danny. Hallo Miri. So, der Dennis zieht sich gerade seine Schuhe an. Ich habe meine schon an, vorbildlich natürlich. Wir sind aufgestanden vor einer halben Stunde. Ich habe echt nicht gut geschlafen wegen der scheiß Klimaanlage, aber ich habe gefroren teilweise. Es war unfassbar. Da bin ich immer wach geworden deswegen. Kleine Mimi, die Miri. Ja. Die Miri sollte lieber mal meine schwere Verletzung zeigen. Au! Ah! Im Wasserpark. Im Lazy River. Im Lazy River. Ja, da darf's eigentlich keinem erzählen. Da war eine Stromschnelle und die hat mich an die Wand des Pools gedrückt und rangerissen mit meinem Bein. Sieht man ja. Ich glaube, das möchte keiner wissen und keiner sehen, weil ich weiß nicht, ob das so positiv für dich ist, ja, dass du dir im Lazy River eine Ratsche am Knie geholt hast. Eine schwere Verletzung. Guck's da. Wir reden da jetzt nicht weiter drüber. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt nach draußen und holen uns erstmal was zu trinken. Und werden danach schön nach Epcot gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das Food and Wine Festival, das haben wir beide noch nie gesehen. Und Epcot ist halt generell der beste Park. Obwohl da viel renoviert wird und ich echt mal gespannt bin, wie das so aussieht in Epcot. Weil ich glaube, da sind viel Bauzäune und so. Aber mal gucken, ne? Mal gucken. Ganz viel weg. Ist da auch hier diese, wie heißt die Fountain nochmal? Fountain of Nations. Fountain of Nations. Die ist halt komplett weg. Und ja, mal sehen. So, der Danny packt gerade alles ein. Ja. So. Auf geht's nach draußen. Der Dennis hat übrigens ein Michael Jordan Red Bulls Basketball Red Bulls. Das ist Chicago Bulls Trikot an, ja. So. Die habe ich gekauft bei Amazon. Bei Amazon gekauft, habe ich bestellt, kam an. Ich habe eine Hose von Vans aus dem Outlet letztem Jahr, aus dem Vans Outlet. Ja, und meine Schuhe sind von Under Armour und sind auch bei Amazon bestellt. Wow. Und die Brille habe ich gekauft, auch letztes Jahr im Outlet bei Sunglass Dingsbums. Eine Oakley-Brille. Sunglass hat eine Oakley-Brille. Ja. Und diese Max, die haben wir umsonst gekriegt. Ja, mit dem Dining Plan dabei, ne? Den man übrigens immer. Den Dining Plan sollte man übrigens immer dazu nehmen. Ohne Scheiß. Man macht weder Plus noch Minus. Und Nimiri? Ich habe einen Tanktop an. Das hat der Dennis mir irgendwo machen lassen. Mit Living with the Land. Dann eine Hotpants, die ich schon länger habe. Ich habe keine Ahnung woher. Primark? Nee, Primark bestimmt nicht. Ich hasse Primark. Und Under Armour Schuhe, die sind auch von Amazon. Wahnsinn. Und ein Pandora-Armband? Ja, ich habe ein Pandora-Armband, aber ist noch nicht so viel dran, aber da kommt jetzt viel dazu in diesem wie heißt der Laden? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Komplott, genau. Komplottkette. Und eine Sonnenbrille mit Sehstärke von Vielmann. Stimmt. Ja. So, das ist unser Outfit. Ja, jetzt Mama muss noch Mama. Die Mama muss die Mama. So, und der Papa macht jetzt kurz aus. Tschüss. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Hier ist das Ranchos, der Ranchos-Bereich, den die Miri nicht so gerne mag. Ich finde ihn jetzt gar nicht schlecht. Ist halt alles sehr aus Stein und Wüste und so wie. Ja, gemacht ist ja gut, das finde ich auch. Ja, hier sind Hufeisenspuren im Boden, weil hier die Pferde immer langlaufen. Zwar ganz komisch, weil immer so doppelt, ich weiß nicht warum, aber und Hundespuren oder Wolfsspuren vielleicht. Ja, wir gehen jetzt was zu trinken holen und um dann wieder zurück aufs Zimmer zu gehen, unsere Sachen zu holen und dann zum Busstop Ford zu gehen, um nach Epcot zu fahren. Oh yeah. Und hier ist Oktober und hier ist alles noch sehr schön grün.
Sonne scheint, ist total warm. Ja, heute soll ja wie gesagt 30 Grad werden. Ja, Hauptsache warm. Ist glaube ich 30 Grad. Ne, hier blühen noch Sachen. Also kein Vergleich zum kalten, nassen Deutschland, welches wir vor 2 Tagen verlassen haben. Und heute haben wir Freitag, den 11. Oktober. Morgen gehen die Worlds los. Ach Morgen Gott. spielt Fanatics das erste Mal. Ach ja. So mag sein. Ich bin aufgeregt ein bisschen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt Ach, scheiß auf deutsche ihr Fußballnationalmannschaft. Qualifikationsspiel Qualifikation gegen- Das sind die Worlds, das ist die Gruppenphase. weiß nicht, gegen Estland oder so. Kannst du mal bitte ein bisschen mitfiebern wenigstens? Du weißt genau, wie aufgeregt ich da deswegen immer bin. Ja, wir fiebern alle mit. Die Welt mit Fnatic und dir. Da ist er. Eigentlich lang. Ach, wir laufen jetzt gerade zu den Casitas. Ja, Oh. ne, da ist das schöne Hotel. Einer Fontäne, in der morgendlichen Ruhe. Das Hotel ist immer sehr schön ruhig. Ja. Es ist ein sehr schöner Unterschied zu den Parks, weil die Parks ja doch relativ busy sind. Es gibt gar keine Zeiten mehr, wo die Parks nicht busy sind. Früher gab es sie mal, jetzt gibt es sie nicht mehr. Vereinzelte Tage vielleicht. Ne? Ja, aber jetzt gibt es eigentlich immer nur voll und sehr voll. Aber das ist okay. Gerade ja auch Epcot ist da nicht so schlimm, weil er sehr weitläufig ist und sehr breite Wege hat. In Animal Kingdom merkt man das dann schon eher, weil ja die Wege relativ eng sind. Magic Kingdom ist eh immer voll. Und ja, über Hollywood Studios müssen wir glaube ich aktuell nicht reden, dank Galaxy's Edge, Star Wars Land und dem auch noch nicht ganz so alten Toy Story Land ist das Ganze wahrscheinlich sehr, sehr voll. Wir sind gespannt, weiß gar nicht genau, wann wir da hingehen. Genau, kann sein sogar, dass wir morgen nach Hollywood Studios gehen. Dann zu den Extra Magic Hours am Morgen um 6 Uhr. Also wir gehen davon aus, dass wir zu den Extra Magic Hours um 6 Uhr gehen. Dann uns Star Wars angucken. Vielleicht noch die Miriam einmal in Toy Story Mania fertig machen, um dann nach Hause zu fahren und uns nochmal ein Stündchen hinzulegen. Ja. Um dann später wieder, ich glaube, so haben wir auch die Fastpass gelegt. Wir haben die Fastpass sehr spät gelegt, weil wir abends Fantasmic haben. Und dann können wir den Mittag hier im Hotel und am Pool oder so noch ein bisschen chillen, damit wir nicht ganz so gerädert sind. Ja, so ist der Plan. So wie jetzt gemacht. So. Wie gesagt, wir gehen jetzt ganz unspektakulär was zu trinken holen. Und melden uns dann wieder, wenn wir... Ja, oder auf dem Weg dahin. Mal gucken. Bis dann. Das ist der neue Star Wars Bus mit BB-8. So, wenn du das so gerne möchtest. Das ist der erste Zaun, der erste Bauzaun. Da gehe ich auch von aus. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Die Miriam darf wieder zum Backcheck. Und der Danny muss jetzt so. Ja. Man muss ja wieder so lange warten auf die Miriam. Ja. Ist manchmal so.
Aber Männer warten ja gerne auf Frauen. Ne? Du bist auch 36 Jahre alt. So, hier ist irgendwie die Hölle los. Ich weiß nicht, ich glaube Freitag ist immer so ein Klassentag, wo viele Gruppen, Kindergruppen nach Epcot fahren. Ja, also auf jeden Fall eine Menge los hier. Ja, und ganz viele mit grünen T-Shirts. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, die Miriam ist jetzt im Backcheck. Ein bisschen längere Schlange. Ja, und dann freuen wir uns gleich auf unseren Lieblingspark, Epcot. Und ja, freuen uns dann gleich, Spaceship Earth zu fahren. Ich denke, wenn die Miriam durch ist, dann passt auch schon unser Fastpass um 10:15. So, Dani, was machen wir gerade? Spaceship Earth. Spaceship Earth. So. Wir freuen uns. Wir sind sehr schnell durchgekommen. Wo filmst du hin? Ja? So, Schatz, da ist die Linse, ne? Wir sind sehr schnell durchgekommen. Außer am Backcheck. Da habe ich auch einmal die Line gewechselt, weil meine überhaupt nicht voranging. Ne? Dann bin ich in die andere und dann war ich durch. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf Epcot. Sehr viele Bauzäune. Macht auf jeden Fall. Ist jetzt nicht mehr so ein schöner Eingang wie früher. Ne? Aber ja, ich meine nicht davon. Willkommen in der Zukunft. Oder sollte ich sagen, in Ihrer Zukunft. Hier in Ihrer Zukunft ist eine Urlaubsreise ein Kinderspiel. Ihr intelligenter Koffer weiß, wo es hingeht und was Sie benötigen. Und mit Windenergie auf Ihrer privaten Tankstelle geht die Reise los. Keine Sorge wegen des Hauses, da für die armen Fernbedienung können Sie alles regeln, was Sie vergessen haben. Ja. Ich sitze jetzt hier vor den Restrooms, warte, dass die Miriam vom Klo wiederkommt. Ja, wir wollen halt erstmal in den ersten Läden gucken, haben unseren ersten Ride hinter uns gebracht. Es gibt sehr viele coole Epcot-Shirts, leider nur für Frauen. Die Männer-Sachen sind ja nicht so dolle. Ja. Magic Bands wollten wir gucken, ob es gute gibt. Gab es aber bisher nicht wirklich irgendwelche limitierten, eher Food and Wine. Jetzt wollen wir gleich nochmal weiter gucken. Die komplette Bereiche, der ist wirklich sehr zugebaut. Überall sind Bauzäune und es ist alles sehr eng. Von dem her freuen wir uns noch mehr auf World Showcase, da kommt die Miriam. Und da wird ja nicht gebaut am World Showcase. Nee, zum Glück nicht. Und ja. Ja, danke. Ich freue mich jetzt gleich aufs Essen. Die Miriam hat scheinbar gar nicht so einen Hunger. Warum nicht jetzt? Tja, was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Was hast du geplant? Wir wollten jetzt in diesen Laden am Anfang vom World Showcase anfangen. Genau, da gucken wir mal. Ja. Mal sehen, wo der Wind uns hintreibt. Wir haben für 11:55 Uhr einen Fastpass für Soarin'. Dann gehen wir auch im The Land was essen. So, Danny hat sich jetzt etwas geholt, weil er so Hunger hatte. Ja. Und
zwar ist das, was ist das denn? Roasted Lamb Chop. Also Mit dem Lamm. Messer. Ja? Ja, dann hauen wir rein. Oh my god. So delicious. Ist lecker. Sehr cool. Schön Lamm. Recht frisch, recht lecker. Don't, please, Parker. Please. Okay. So, wir sind gerade mit Soarin' geflogen. Das war sehr schön. Ja. Jetzt fahren wir mit, Living with the Land. ja, mit einem Fastpass. Ist auch gut so, weil sonst müssten wir hier 35 Minuten warten. Ja. Ja, und gleich haben wir beschlossen, gehen wir kurz mal ins Hotel. Gehen wir gleich ins Hotel und die Miriam holt sich jetzt gleich ein T-Shirt. Und nach dem Hotel fahren wir dann mal kurz zu Disney Springs, da lasse ich mir ein Magic Band machen. Und dann fahren wir abends hier hin wieder. Versuchen noch einen Fastpass zu kriegen für irgendwas. Und ja. Mal sehen, ne? Dann die neue Show gucken wir uns auf jeden Fall. Genau, App Good Forever. Und wir brauchen noch ein Autogrammbuch für die Miri. Ja. Wir wissen noch nicht wo genau, aber wenn wir in Disney Springs sind, werden wir bestimmt eins kriegen. Ich denke auch. Können wir da auch mal in Ruhe in den World of Disney gehen. Auch das. Oh ja. So, viel Spaß. Welcome to Living with the Land. As you board the boat, please lower your head and watch your step. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the boat at all times. Parents, please supervise your children and refrain from flash photography or using video lights until we reach the greenhouse. Thank you. Now, sit back, relax, and enjoy living with the land. The American prairie once appeared as desolate as the desert. But over time, rainwater and nutrients gradually penetrated the hard surface of this land. Even the hooves of the mighty buffalo helped create the rich soil that would one day become home to the American farm. As important as the bananas growing on both sides of the boat. More than 28 million tons of bananas are eaten annually, making it the most popular fruit in the world. While there are more than 50,000 edible plant species in the world, most of us are only familiar with the handful that make up our everyday diet. The common grains growing here, wheat, maize, sorghum, and millet, plus rice, account for nearly 2/3 of our global food consumption. Learning how to increase yields of these staples is an important goal of research around the world. Pomegranate, Australia.
Das ist sehr schön. Meine Lieblingsattraktion. Ich finde die ganz toll. Der Danny findet die nur toll, weil die entschleunigen das. Nein, die ist schön, die ist informativ, habe ich gesagt. Die ist luftig. Luftig. Luftig ist schön. Warum ist sie denn luftig? Luftig. Ja, warum ist sie denn luftig? Ja, weil da immer Luft ist. Frische Luft, die so. Das ist immer sehr Es ist frische, immer Luft in der frischer Wind. Attraktion. So. Jetzt gehen wir wieder raus und gehen jetzt in den Mausgierladen. Was machen wir da? Kann ich ein T-Shirt kaufen? Und? Ein Figment. Ein Funko Pop Figment. Genau. Den es nur hier in Epcot gibt. Genau, nur für eine kurze Zeit. Ja. Und dann können wir noch mal nach dem Pandora-Charme gucken vielleicht. Da standen gerade so viele Leute vor, deswegen konnte ich das nicht so gut sehen. Und ich habe meine Brille vergessen, deswegen bin ich halbblind momentan. Musste ich feststellen. Wie man sieht, ist nichts los hier im Park. Es ist fast leer. Aber auch nur fast, ne? Aber das Schöne ist ja, wir haben 3 Wochen Zeit und wir müssen uns über nichts ärgern. Wenn irgendwo eine zu lange Schlange ist, so what? Wie der Das stimmt. Amerikaner sagt. Das stimmt. Ja, ja. Wir sind sehr entspannt. Und wir haben jetzt noch einen Fastpass für Journey into Imagination. Da gehen wir jetzt hin. Und danach lassen wir uns treiben und gehen noch was essen natürlich. Weil Oh ja. auch wir haben gleich wieder Hunger. Wo gehen wir denn eigentlich essen? Wo der Wind uns hinschweben lässt. Oh Wahrscheinlich zu einer Burgerbude. Nein, nein, nein. Wir sind hier im Eldorado des leckeren Essens. Ja. Sonst gibt's nichts, ne? Irgendwas? Glaube nicht. Nö. Ich habe mein neues Magic Band an. Die Miriam ihren neuen Pandora Charm. Oh ja. Ja, sehr schön. Ja. Park Exclusive. Und wir haben jetzt uns überlegt, was wir uns noch für Figuren kaufen zum Hinstellen. Das haben wir jetzt auch geklärt. Und schauen mal, was wir im Endeffekt alles mitnehmen nach Deutschland. Ja. Weil wir haben einfach gelernt, dass wir uns einfach nur ärgern, wenn wir jetzt Sachen hier lassen und sagen, oh nee, ihr könnt aber so viel. Man ärgert sich im Endeffekt. Weil wenn man einmal weg ist, ist man weg. Und es gibt einfach Sachen, die gibt es nur hier. Oder wenn man sie irgendwie importieren lässt, dann kosten sie das 5-fache. Und das muss dann ja auch nicht sein. Nee. So. Und viele gehen jetzt schon nach Hause, das gefällt uns ganz gut. Und wir gehen jetzt dahin. Journey into Imagination. Ein schöner, aber kleiner Ride, der wieder sehr lang ist, aber wir haben einen Fastpass. Früher war der immer total leer, da konnte man da mal so durchlaufen. Ja, Mittlerweile, letztes Jahr war der auch schon immer so voll, ne? das stimmt. Ah ja, egal, wir ärgern uns ja nicht, weil wir haben einen Fastpass. Nö, eben. Den 4. heute. Ja? Kann man nur empfehlen, wenn man alle aufgebraucht hat, einfach einen nach. Genau. So. Nee. Access to central control.
Wieder ein Fastpass, der sich gelohnt hat. Ja, auf jeden Fall. Ui. To ensure your safe tour of our sensory labs, please remain seated with your hands, arms, feet and legs inside your tour tram. Keep a watchful eye on your children and, oh yes, please don't let your imaginations run wild. Bienvenidos. Para su seguridad durante su estadía en nuestros laboratorios sensoriales, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo. Y cuide a los pequeñitos. Gracias. Dann rieche ich an deinen Händen. Welcome to our special drive-through open house. I'm Dr. Nigel Channing, Chairman of the Imagination Institute. Hello. On your tour, you'll see how the 5 human senses can help capture your imagination. Oh, can I go too? Absolutely not. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, coochie coochie coo, and taste. Taste my chicken. Can I go? Please, please, please. No, I don't want you out of my sight. Out of sight? Okay. Come on, everybody. Here we go. Figment, you are not to interfere with the tour. Our first So, wir sind jetzt hier im World Showcase. Die Miriam ist ein bisschen zu voll hier. Ein bisschen. Ist er wirklich sehr voll. Ja, und wir haben jetzt beschlossen, weil wir gesehen haben, heute, also freitags und samstags ist immer die Feuerwerksshow erst um 10. Und wir haben jetzt gerade mal 8 und wollen jetzt noch was essen. Und ja, wir gehen jetzt wieder zum Hotel, essen da was. Genau, morgen haben wir die Extra Magic Hours. Um 6 Uhr müssen wir in Hollywood Studios sein. Daher werden wir uns jetzt hier vom Acker machen und einen Burger essen. Ja. Und dann hoffen wir, dass an den anderen Tagen hier am Wochenende, wenn nicht Wochenende ist, hier leerer ist. Und dann hat die Miri auch ein bisschen mehr Spaß hier. So, jetzt sind wir in Deutschland. Und hier soll der brasilianische Pavillon, glaube ich, hinkommen. Dafür kommt die deutsche Eisenbahn weg. Und zurück zu fahren. So, jetzt beenden wir den Tag. Die Miri liegt und schläft. Noch nicht ganz, aber bald. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch gegessen. Haben gefragt, wann der Bus fährt. Morgen zu den Hollywood Studios. Bus fährt ab 5 Uhr, das heißt, wir nehmen den Bus so um 5:30, 20 vor 6. Das heißt, spätestens 5 Uhr aufstehen. Im Urlaub, das macht total Spaß. Aber wir sehen für Star Wars Land keine andere Chance, um die Rides zu fahren oder um den Ride zu fahren und alles ordentlich zu sehen.
Naja, wir schauen mal. Ist vielleicht auch ein Erlebnis. Mal so früh, ist ja noch stockeduster dann draußen. Ja. Wir sind kaputt. Na, ja, schon erwähnt, war es sehr, sehr voll im Epcot, im World Showcase vor allen Dingen. Und ja, da werden wir am Wochenende jetzt nicht mehr hingehen. Ne, soll ja Spaß machen. Und ja, jetzt werden wir schlafen recht schnell und freuen uns auf Galaxy Edge. Sagt tschüss, Miri. Bis dann.